Das Endspiel gegen Real Madrid. Es geht um nichts Geringeres als die Playoffs, die wir heute eventuell erreichen werden. Wenn wir denn gegen Real Madrid gewinnen, dann auf jeden Fall. Bei einem Punkt weiß ich nicht und bei einer Niederlage weiß ich es erst recht nicht. Also im besten Fall verlieren wir hier erst gar nicht. Aber was will man gegen Arda Güler, Mbappé, Bellingham, Vinicius Junior, was willst du da machen? Wir werden ganz, ganz viel in der Defensive zu tun haben. Ich bin sehr gespannt, wenn die jetzt schon so schwungvoll nach vorne spielen. Aber vielleicht kommt uns das ja entgegen, wenn ein Gegner mitspielt und möglicherweise uns unterschätzt, viele Leute mit nach vorne nimmt. Vielleicht ist das gerade ausgerechnet heute unsere Chance mal, wieder spielerisch ein bisschen zuzulegen. Das war echt schwach in den letzten Spielen, besonders gegen Bremen. Also was da los war, weiß ich auch nicht. Deswegen tut vielleicht so ein Spiel gegen Real Madrid gar nicht so weh und ist vielleicht gar nicht so schlecht fürs Gemüt, um wieder ein bisschen reinzukommen für die Rückrunde. Weil ich glaube, die Tabellenführung, da habe ich jetzt im letzten Part nicht mehr geguckt, die haben wir aber, glaube ich, verloren gegenüber Leipzig. Und Achtung, wieder Real Madrid, die sind ja mit 4, 5 Mann vorne. Da muss ja irgendwo eine Lücke sein. Nämlich hier unten. Lennart Kahl ist frei, um Gottes Willen. Und jetzt haben wir 2 gegen 1. Kusiasare in der Mitte. Aber warum flankt der so? Mann, da könnte ich einfach mal draufballern mit Rice. Oh Gott. Da waren jetzt 2 Mann in der Mitte gegen einen Spieler von Real. Wenn die Flanke vernünftig kommt Kusiasare immerhin mal zum Abschluss. Dann kann er mit dem Kopf mal zumindest was probieren. Aber so, dann kriegt auch De Graef gerade den Ball. Also das sind so Sachen, das sind so alte Kamellen, die will ich jetzt nicht wieder aufrollen. Bei FC, bei FIFA war das früher schon so. Nur weil der Name jetzt anders ist fürs Spiel, sind die Probleme immer noch nicht weg. Und Real kommt. Camavinga als Linksverteidiger. Komm, die haben nur 2 Mann. Habt ihr das unten auf der Map gesehen? Die haben nur 2 Mann hinten, wenn die in die Offensive gehen. Das ist natürlich für uns wie gemalt. Ja, De Graef wird leider auch nicht flanken können, oder? Mal gucken. Kriegt er die Flanke besser hin? Ja. Aber das muss ja für uns ein Vorteil sein, wenn die da mit 10 Mann nach vorne stürmen und da niemand mehr hinten ist zur Absicherung. Das ist ja quasi wie gemalt für uns. Das ist wie gemalt für uns. Eigentlich so, wie Real Madrid spielt. Aber wir müssen halt auch die Lücke finden und auch die Chancen, die wir dann kriegen, auch nutzen. Aber ihr seht, egal ob wir über links oder über rechts spielen, wir haben so viele Lücken. Wir müssen es jetzt halt nur mal zu Ende spielen, Mensah. Erste gute Gelegenheit. Wer hätte das gedacht, dass wir gegen Real hier wirklich das, was ich eigentlich nicht wollte, ein Endspiel haben? Achtung, Avasiem ist da. Das wollte ich eigentlich verhindern. Aber ich habe es dir schon gedacht, dass wir hier nicht durchmarschieren, ist auch klar. Aber hätten wir Rapid Wien geschlagen. Gegen Schachtar Donetsk haben wir, glaube ich, auch verloren. Wir hätten schon durch sein können. Aber was nicht ist, das ist nicht. Guck, die bauen hinten auf. Vinicius Junior lässt sich dann fallen oder über die andere Seite Arda Güler oder wer da spielt. Guck, dann kommt unten Camavinga mit. Oben der Außenverteidiger kommt auch mit nach vorne. Trent Alexander-Arnold müsste das sein. Dann sind hinten nur 2 Verteidiger. Und dann, wenn wir schnell umschalten, sind wir 4 oder sind wir zu dritt. Sogar De Graef, hopp. Gegen Gabriel und gegen Asensio. De Graef kriegt's leider nicht hin. Natürlich müssen wir auch immer auf die anderen Spiele gucken. Die Bayern gegen Jagiellona aus Polen, glaube ich. Die könnten uns halt auch noch überholen, die Bayern. Deswegen, also dieses neue System mit der Liga ist gar nicht verkehrt. Bringt auf jeden Fall Spannung rein bis zum letzten Spieltag. Da bleibe ich mit dabei. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Achtung, Vinicius Junior. Camavinga, gut geblockt. Also Defensive steht bislang nach 34 Minuten. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. So, Pfeiffer. Nächste Chance umzuschlagen. Kusiasare gegen Asensio. Der ist durch. Kusiasare. Da kommt Camavinga hinterher. Der ist auch schnell. De Graef oben. Guck mal, so eine gute Flanke. Wäre das am Anfang so gewesen. De Graef ist kein Kopfballspieler. Ich hätte den auch nicht nochmal annehmen können, weil dafür wäre die Zeit nicht da gewesen. Aber so oder so ähnlich. So kann es doch funktionieren. Balleroberung, richtig gut. Und dann wieder über den Flügel. De Graef. Jetzt muss er einfach in die Mitte. Nein, Mensah ist doch frei gewesen. Mann, sehen die das alle nicht? Ich bin gefühlt der Einzige, der sowas immer sieht. Wenn der Ball auf Mensah durchkommt, der hat so viel Platz.
Der kann sich den Ball noch einmal hinlegen. Jetzt Achtung, defensiv. Aufgepasst, Mbappé, Pfeiffer, nein, Vinicius Junior, aber Braune. Oh, das war wichtig. Aber den habe ich auch schon wieder drin gesehen. Normalerweise ist der auch drin, aber irgendwas hat dieses Spiel heute noch mit uns vor. Ja, Braune, sensationeller Reflex. Mehr war es auch gar nicht. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich das Tor nach der Ecke. Gabriel war es wieder. Ist ja ein schönes Spiel, also muss man sagen. Ist ja einiges geboten, Chancen auf beiden Seiten. Es geht um viel für uns. Real ist schon durch. Die sind schon sicher im Achtelfinale und die Playoffs würde ich gerne auch noch mitnehmen. Kobani, schöner Ball wieder in die Tiefe gegen Gabriel und Alexander-Arnold. Ist nicht viel zu machen. Vielleicht nochmal ein Abschuss. Mensah. Und dann kommt Andres Cema. Es ist okay. Ich bin zufrieden. Also 0:0 gegen Real Madrid bei dem, was da alles auf dem Platz steht. Also Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé, Arda Güler. Dazu die beiden Außenverteidiger, die einfach noch mit nach vorne kommen. Aber wir kriegen es leider noch nicht hin, aus dieser Überzahl nach Ballgewinn was Zählbares zu machen. Weil Real, habt ihr ja gesehen unten auf dieser Minimap, wenn die nach vorne gehen und nach vorne spielen, dann sind die nur zu zweit hinten. Und das ist eigentlich, wenn wir das gut ausspielen, eine richtig gute Gelegenheit für uns hier heute zu gewinnen. Aber bevor ich hier verliere, nehme ich lieber das Remis mit. Aber ich will gewinnen. Im Prinzip muss ich voll auf Sieg spielen, um sicher noch in die Playoffs reinzukommen. Und ich bin ja auf dem guten Weg. Wir sind ja dabei. Wir arbeiten am 1:0. Ecke Karl, da kommt Kusiasare. Immerhin mal dran, aber leider nicht so gefährlich. Wir sind dieses Meme, dieser Diamantarbeiter, der mit seiner Spitzhacke sich durch das Minenwerk kloppt und kurz vor den Diamanten steht. Also wir stehen quasi kurz vor dem 1:0. Dreht aber dann wieder um, weil er denkt, Mist, ich habe es doch nicht geschafft. Aber wir werden nicht umdrehen. Wir werden weiter hacken, bis wir da sind, bis wir das haben, was wir wollen. Aber Real möchte das natürlich auch. Achtung, die Außenverteidiger kommen mit nach vorne. Oh, Camavinga, nein, jetzt ist es schwer. Jetzt wird es ganz schwer. Und das 1:0 für Real, da ist es. Wenn du einmal nicht aufpasst, wenn du nicht richtig mit verschiebst, kannst du einfach nichts machen. Die haben eine 92er Gesamtstärke im Angriff, 85 Mittelfeld. McAllister haben sie auch noch. Da steht ein Warenwert von weit über 1 Milliarde auf dem Platz. Hier, Ott, da ist niemand richtig hingegangen. Dann dachte ich, wenn ich Braune raushole, dass er sich vielleicht groß macht, dass er den Ball irgendwie... Aber gut, wie er da vorbeiläuft, ey. Also das war auch ein bisschen blind von Braune, ey. Sorry. 1:0 für Real. Also wenn es reichen sollte, dann wahrscheinlich nur für Platz 24. Für den letzten Platz, der für die Playoffs gilt. Aber ich weiß nicht, wie die anderen hinter mir spielen. Wie die Bayern spielen. Leverkusen spielt ja auch noch. Die werden uns wahrscheinlich jetzt alle überholen. Aber noch ist Zeit. Wir sind noch nicht geschlagen. Ich stelle um auf 4-2-3-1. Werde dann gleich mal gucken, ob ich nochmal frische Kräfte reinbringe. Aber im Prinzip war das klar. Also gegen Real ein Finale zu haben, das ist nie gut. Das wird nie gut gehen. Wieder Camavinga, Flanke kommt. Die können wenigstens flanken. Achtung, Braune ist da. Und vielleicht jetzt nochmal die Chance. Schnell umzuschalten nach vorne. Ja, außen Karl muss mitlaufen. Läuft schon von hinten nach vorne. Das ist richtig gut. Aber er ist halt alleine gegen Camavinga. Da unten läuft der Gref mit. Kriegt den Ball leider nicht. Das gibt es nicht. Die sind aber auch so wachsam. Ja, und ihr seht, die sind alle platt. Bis auf Braune. Ich kann im Prinzip 10-mal wechseln. Wir bringen hier Vogi rein. Vorne... Ja, muss ich Sarko reinbringen. Ich brauche frische Leute, ich brauche fitte Leute. Leute, die hier die Linie rauf und runter rennen. Nochmal Nathan de Cut für Andres Cema. Ja, und im Prinzip war es das. Ich muss auch Murphy als linker Mittelfeldspieler jetzt spielen lassen. Und 4-2-3-1 bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich befürchte, dass Real irgendwann das zweite Ding machen wird. Und dass es das dann war. Ott dazwischen. Aber wir geben uns noch nicht geschlagen. Guck, Real Press, das ist Wahnsinn. Und wenn wir halt den Ball dann nicht gewinnen, aber sie haben kein Foul. Fairer Zweikampf. Wenn wir den Ball nicht gewinnen vorher, dann können wir auch nicht schnell umschalten, weil Real hat sich bis dahin wieder gefangen. Hier seht ihr schon.
Die haben sich dann wieder gefangen. De Graef. Kusiasare läuft durch, wird von De Graef bedient. Und jetzt Mensah in der Mitte, ist eine schöne Flanke. Jetzt einmal die Annahme. Und dann Thibaut Courtois. Also Wahnsinn, jetzt hält er auch noch jeden Ball. Jetzt einmal der Fünffachwechsel. 5 frische Kräfte braucht dieses Spiel. Und dann ab zum nächsten Eckball von der Hitz. Das ist eine schöne Flanke. Kommt Sarko aber leider ran. Nochmal. Hat viel Zeit. Oh, hinten ist Murphy und da ist eine Cut. Gibt's nicht. Die beiden Neuen im Zusammenspiel. Der Ersatzkeeper weiß gar nicht, was die Sache ist. Der ist jetzt wahrscheinlich gerade aufgestanden. Vogel mit der Ecke. Kommt auch wieder nicht schlecht, aber wieder auf Sarko. So, zweiter Pfosten. Vielleicht läuft einer ein. Da ist von der Hitz. Ball ist noch heiß, aber Vogel gegen Gabriel. Klappt leider nicht. Bellingham gewinnt auch den nächsten Ball. Also wir haben Chancen. Das ist so ein ganz typisches Spiel. Die einen machen das Spiel, die anderen haben die Chancen, machen dann auch die Tore. Das wird real sein. Die spielen das halt total abgeklärt. Hinten haben sie einen guten Keeper drin. Wir haben leider hinten einmal geschlafen und so werden wir wahrscheinlich bis zuletzt im Rückstand hinterherlaufen. Guck, auch Mbappé. Also ich finde Mbappé heute auch nicht stark. Gott sei Dank, wenn der auch noch gut drauf wäre. Jetzt kommt Murphy. Linke Seite, Gabriel wieder, aber alleine in der Mitte. Außen ist Karl und da ist Sarko. Nochmal die Chance, Vogi von der Hitz. Das ist unfassbar schwer. Das ist so unglaublich schwer. Dann reicht es halt einfach nicht. Dann ist die Qualität halt einfach noch nicht gut genug für solche Vereine, ist ja auch klar. Man braucht nur alleine auf die Gesamtstärke mal gucken. Schade, aber wir haben noch 10 Minuten Zeit. Zumindest ein Unentschieden, weil ich weiß nicht, wie es bei den anderen steht. Ich muss hier bis zum Schluss alles probieren, alles versuchen. Und wir haben ja die Möglichkeit. Jetzt 2 auf 1. Vogi. Sarko in der Mitte. Muss einfach jetzt den richtigen Laufweg machen. Sarko. Jetzt, der muss aber rein. Und jetzt ist er drin. Endlich. 80 Minuten mussten ins Land vergehen. Und Aleko Sarko. Ist der nicht sogar? Ne, der ist von Leverkusen, glaube ich, ne? Oder habe ich den von Real Madrid geholt sogar? Ich bin der Meinung nicht. Ich glaube von Leverkusen. Aber das war wichtig. Endlich gut zu Ende gespielt und endlich werden diese Lücken auch bestraft. Hier Kamavinga muss dann aushelfen als Innenverteidiger. Das klappt nicht. Dann springt der Ball wieder an den Pfosten, aber diesmal rein und nicht raus. Sehr, sehr gut. Ein super spannendes Spiel. Noch ein Tor und wir sind sicher in den Playoffs. Bei dem Unentschieden weiß ich nicht, wie die anderen spielen. Da befürchte ich, dass wir dann rausfallen aus den Playoff-Plätzen. Also, um auf der sicheren Seite zu sein, machen wir jetzt noch ein Tor. Irgendwie, wie gesagt, nach Ballgewinn sind wir eigentlich so gut vorne oder haben so viel Platz hier wieder. Nächste Situation, Vogi läuft in die Tiefe und jetzt muss ich wieder Sarko anspielen. Sarko, Doppelpack, nein, schlechter Ball. Ah, vielleicht hätte ich da einmal zurückziehen sollen. Wir drücken jetzt, das Spiel geht nur noch in eine Richtung. Real so gut wie abgemeldet, aber sagt das nicht zu laut. Achtung, die brauchen nicht viele Gelegenheiten. Vinicius Junior. Bellingham, Achtung, allein gegen alle. Pfeiffer kommt dazwischen, aber Siem ist da. Klärt den aber zu sorglos in die Mitte. Jetzt kommt Real nochmal. Nachspielzeit ist gleich angebrochen. Mbappé. Den haben wir gut im Griff heute. Also wenn nichts funktioniert hat, aber Mbappé haben wir heute richtig gut ausgeschaltet. Der letzte Angriff. Eventuell für diese Champions League-Saison. Je nachdem, wie die anderen gespielt haben. Nochmal ein Ballverlust und es wird wahrscheinlich hoffentlich beim 1-1 bleiben, oder? Vielleicht nochmal eine Chance. Ja, Murphy darf nochmal. Die letzte Gelegenheit. Eine Flanke nochmal. Murphy. Ah, nee, aber so nicht. Wenn keiner in der Mitte steht. Also 1-1 gegen Real. Ist ja gar nicht so verkehrt. Spielerisch war das besser als gegen Bremen. Ergebnis stimmt eigentlich auch. Jetzt ist halt die Frage, reicht dieses Unentschieden für die Playoffs? Reicht es, um nochmal 2 weitere Spiele mindestens zu kriegen? Oder ist unsere Champions League-Reise vorbei? Das werden wir uns jetzt mal angucken. Also verdient auch am Ende. Zumindest das 1-1. Wir hatten mehr Schüsse, aber das zählt ja nicht. Es zählt jetzt, ob wir weitergekommen sind oder nicht. Jetzt kommt Gladbach als Tabellenfünfter. Die sind voll stark. Scheinen auch bislang eine sehr stabile Saison zu spielen. So von der Hitz. Kriegt jetzt Innensturm ++. Ist wahrscheinlich gut. Hat jetzt eine 72. Wird also auch immer stärker. So, aber entscheidender ist ja jetzt erstmal, dass wir hier gucken. Also erstmal die Liga-Tabelle. Da ist Leipzig wieder Erster. Da sitzen uns die Bayern im Nacken, die Eintracht, ja, 9 Punkte. Gladbach kämpft auch noch um die Champions League. So, apropos Champions League, wie sieht's aus? Platz 20. Oh, es hat gereicht.
wir sind sogar noch mal einen Platz nach oben gekommen. Also, es hat gereicht. Wir sind in den Playoffs. Die Bayern haben es auch noch gerade geschafft. Der AC Mailand nicht. Das ist eine große Überraschung, wie ich finde. Monaco hätte ich auch weiter gesehen. Genauso wie Rom. Straßburg hätte ich eigentlich auch stärker eingeschätzt. La Louviere hat alle 8 Spiele verloren. Auch ein schönes Torverhältnis. Oh, Nicosia hat 23 Gegentore bekommen. Naja, alleine 5 Stück oder so von Kussi Asare. So, jetzt geht's halt darum, gegen wen spielen wir? Oh, Paris ist auch nur in den Playoffs. Newcastle, Atletico, Juve. Also egal, wen wir kriegen. Das wird Hammer. Das wird ziemlich schwer. Haben wir denn schon einen Gegner? Wir gucken mal für die Playoffs wahrscheinlich. Oh, Celtic Glasgow. Haben wir nochmal Glück gehabt. Also, Losglück will ich nicht sagen, aber wir hätten auch PSG bekommen können. Wir hätten auch Newcastle kriegen können. Wir hätten auch gegen Leverkusen spielen können. Okay, zwischen Dortmund. Ja, also zwischen Leipzig und Dortmund kriegen wir die Spiele. Auch zwischen 2 sehr richtungsweisenden Spielen. Also, ihr seht, es ist viel geboten. Wir haben viel Spektakel. Wir haben so viele Sachen, die wir noch hier bewältigen müssen. 2,45 Millionen haben wir fürs Erreichen der nächsten Runde. Bisschen wenig, oder? Ja, vielleicht kriegen wir, wenn wir die Playoffs erreichen oder die Playoffs überstehen, ein bisschen mehr. So, die Gladbacher, warum sind die so stark? Also, klar, Formation, glaube ich, 4-2-3-1. Damian Fischer, ich glaube, der hat ein Tor gemacht. Bei uns. Der hat, glaube ich, genau ein Spiel gemacht und hat einmal getroffen. Und darf jetzt in Silkeborg, ich glaube in Dänemark ist das, darf dort also weiter auf Torjagd gehen. So, Gladbach, die letzten 5 Spiele, 2 gewonnen, 2 unentschieden, einmal verloren. Reitz, Lawrence und echte Gesichter immer sehr gefällig. Navarrete, Nicolas, Humphreys. Ja, sieht jetzt erstmal nicht wie eine Mannschaft aus, die 5. sein müsste, aber ist ja egal. Jetzt haben wir noch 3 Angebote hier. Wieder Rice ist mit dabei. Wieder die türkische Pipeline, fast 40 Millionen von Fenerbahce. Braunisch, Dopp. Braune hat ein Angebot von Miami. Oh, der würde gerne mit Messi wahrscheinlich zusammenspielen, aber vielleicht bis zum Sommer. Kannst auch bis zum Sommer warten und dann eventuell haben wir ja da eine Freigabe. Also, wir sind weiter in den Playoffs gegen Celtic. Sind nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. 1-1 gegen Real ist aber super. Wenn wir jetzt so weitermachen, spielerisch, dann schießen wir auch wieder mehr Tore. Dann kommen auch wieder die Ergebnisse und dann gewinnen wir auch wieder Spiele. So, also gemeinsam raus aus dieser Krise. Am besten schon im Heimspiel gegen Gladbach. Macht's gut. Ciao, ciao.